Hi, ich bin der Olli von der PFD und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal ein Video zum Thema Anschließen, Anfahren und Reinigen unserer PFD Rythmo L. Unsere vollwertige Mischpumpe mit 230 Volt, die ihre Stärken im Bereich Renovierung, Sanierung und Modernisierung voll ausspielt. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. So, damit unsere Maschine funktionieren kann, brauchen wir drei Sachen. Wir brauchen Material, Wasser und Strom. Gerade zum Thema Strom habe ich schon die ersten Tipps. Diese Maschine wird ausgeliefert mit einem Anschlusskabel 3×2,5 Quadratmillimeter. Hier wird häufig der Fehler gemacht, wenn dieses Kabel verlängert werden muss, dass man eine gewöhnliche Kabeltrommel aus dem Baumarkt nimmt. Dieses Kabel ist oft 3×1,5 Quadratmillimeter stark und ist für den Anschluss unserer Maschine nicht geeignet. Als nächsten Tipp habe ich für euch: Achtet darauf, dass die Maschine ihren eigenen Strom bekommt. Steckt also in diesen Stromkreis nicht noch ein Mattelrührgerät rein oder ein Batterieladegerät, Baustellenradius, sondern die Maschine ist sehr kraftvoll, dass die wirklich ihren eigenen Strom bekommt. So, als nächstes kommen wir zum Thema Wasser. Hier sehen wir schon, dass wir unsere Maschine mit einem vernünftigen 1/2 Zoll Schlauch in Industriequalität ausliefern. Nehmt also bitte eine vernünftige Qualität und nicht, ich sag mal, einen billigen Baumarktschlauch, der neigt zum Knicken. Also mit einmal ist euer Wasser weg. Ihr könnt diesen Schlauch fast nicht trallfrei verlegen und könntet drüber stolpern. Das passiert euch mit einem vernünftigen Schlauch nicht. Strom und Wasser habe ich schon angeschlossen. Bevor ihr euer Wasser auftretet, achtet darauf, dass ihr die zwei Entwässerungshähne einmal am Druckminderer und einmal am Schauglas schließt. Ihr könnt euch ruhig angewöhnen, diese Hähne nach Beendigung der Arbeit zu öffnen, denn es kommt vor, dass die Schaugläser im Winter auffrieren, wenn hier Wasser drin steht. Wenn wir unser Wasser jetzt aufgedreht haben, können wir an dem eingebauten Druckmanometer sehen, dass unser Wasserdruck über 2,5 bar ist. 2,5 bar ist sehr wichtig. Fällt unser Wasserdruck weiter darunter, wird die Maschine ausschalten. Wenn ihr also im Bereich Renovierung, Sanierung, Modernisierung eine schlechte Wasserversorgung habt, vergesst nicht, eine Druckerhöhungspumpe einzubauen. Ich möchte euch jetzt kurz den Schaltschrank erklären. Angefangen an unserem Hauptschalter. Dieser hält nur, wenn auch Spannung ansteht. Wenn ich den Stecker zur Demonstration jetzt abziehe, können wir sehen, dass dieser auslöst. Das ist wichtig, dass nicht im Fall eines Stromausfalls, wenn die Maschine läuft, Strom bricht ein oder geht weg und ihr habt wieder Strom, dass die Maschine nicht von selber wieder anlaufen kann. Die nächste Taste ist unsere Wasservorlauftaste. Hier können wir manuell unser Wasser laufen lassen und über das Wasserschauglas die benötigte Menge einstellen, machen wir nachher zusammen. Der nächste Schalter ist unser Wahlschalter, ob wir mit oder ohne Wasser arbeiten wollen. Wir können mit dieser Maschine ja nicht nur jeden Werktrockenmörtel bis 3 mm Korn verarbeiten, sondern auch pastöses Material. Als Beispiel sei hier ein kolorierter Oberputz oder ein Raumgimmerspritzputz genannt. Der nächste Schalter ist für unsere Drehrichtung. Weiß zum Betrieb oder Orange zum Rückwärtslaufen lassen der Maschine. Wo brauche ich das? Zum Beispiel, wenn ich einen Stopfer gefahren habe. Das nächste Potentiometer, mit dem können wir unsere Geschwindigkeit verändern. Je nach eingebauter Pumpe zwischen 0,7 und 14 Liter pro Minute. Und als letzten Schalter haben wir bei unserer Rythmo L im Vergleich zur Rythmo M vorne am Materialbehälter einen Rüttler angebracht. Hier haben wir besonders bei faserarmierten Materialien die Möglichkeit, im Automatikbetrieb den Rüttler 3 Sekunden laufen zu lassen. 3 Sekunden steht er still und dann rüttelt er wieder für 3 Sekunden. Das sorgt dafür, dass sich hier keine Brücken bilden können und unser Material immer sicher nachrutscht. Wenn wir unser Wasser angeschlossen haben, können wir schauen, ob bei unserem benötigten Wasserdurchfluss, von etwa in diesem Fall verarbeiten wir einen Knauf MP75, da werden wir so ca. 350 Liter Wasser brauchen. Wollen wir mal schauen, ob der Wasserdruck auch hält. 2,5 bar brauchen wir. Wir drücken die Wasservorlauftaste und können am Manometer ablesen, 2,5 bar reicht.
Wenn wir unser Wasser nun grob eingestellt haben und den Wasserdruck kontrolliert haben, können wir am oberen Wassereinlauf anschließen. Als nächstes müssen wir eine Wasservorlage setzen. Das bedeutet, wir können jetzt ja nicht einfach den ersten Sack Material auf den Materialbehälter legen und aufreißen. Dann wäre das trockene Pulver auf unserem Rotor und wenn wir die Maschine anschalten würden, würden wir einen Stopp verfahren. Deswegen würde ich gerne euch zeigen, wie wir hier eine Wasservorlage setzen. Damit ihr das besser sehen könnt, nehme ich den Mischwendel mal raus. Okay, jetzt haben wir unsere Wasservorlage gesetzt. Ich werde immer wieder gefragt, wie viel Wasser soll ich denn da unten reinfüllen? So genau ist diese Frage nicht zu beantworten. Ich sage euch als Faustregel, nehmt einfach 2 Finger breit über dem Rotorkopf. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Habt ihr zu viel Wasser, lauft ihr Gefahr, wenn die Maschine losläuft und der Mischwendel euch das Wasser auf die Seite drückt, dass hier der weiße Materialbehälter, wo später unser Material runterrutschen soll, wenn hier Wasser ist, dann rutscht es nicht runter. Also haltet euch ganz grob an 2 Finger breit über den Rotorkopf, dann haben wir optimale Wasservorlage. Jetzt können wir unser Material reingeben und auch hier gibt es was zu beachten. Nehmt bitte nicht den Sack, haut den drauf, klappt den hoch. Was passiert? Das schwere Material fällt runter und unser Wasser geht auf Seite und wenn ich die Maschine starte, wenn es dumm läuft, habe ich meinen ersten Stopfer. Nehmt den Materialsack, legt ihn drauf, ein bisschen bewegen, dass gerade mal eine Handvoll Material unten reinrieselt, einzumpft und dann, wenn unten mal ein bisschen Material drin ist, kann ich meinen Sack ganz normal hochklappen, mache ihn leer und dann kann ich die Maschine starten. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. So, im Normalfall auf der Baustelle läuft das jetzt so ab, wenn wir unsere Maschine anfahren. Halten wir hier einen Eimer drunter, der läuft uns nach 3 Sekunden über und wir haben hier eine riesen Verschmutzung. Habe ich eine bessere Idee für euch. Nehmt doch ganz einfach unser BFD-Konsistenzprüfrohr. Hier habt ihr die Möglichkeit, ganz ohne Verschmutzung eure Maschine anzufahren und eure Konsistenz einzustellen. Und wie das funktioniert, machen wir jetzt. So, die Maschine läuft. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Konsistenz an unserem Wasserdurchflussmesser zu verändern. Perfekt. Unsere Konsistenz haben wir nun eingestellt und wir können unser Konsistenzprüfrohr abbauen. Vergesst nicht, dieses mit dem Putzstück und der Schwammkugel zu reinigen. Als nächstes wollen wir unseren Materialschlauch anfahren. Auch hier ist es wichtig, diesen erst vorzunässen. Ein neuer Materialschlauch oder wenn er bei euch im Lager liegt, ist innen drin nicht nass, sondern trocken. Würden wir ihn jetzt direkt anschließen, würde der Schlauch die Feuchtigkeit aus dem Material nehmen und wir hätten nach ein paar Meter einen Stopfer. Das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir unser Putzstück, schließen es am Reinigungsabgang der Maschine an, schließen unseren Rondo 25 Materialschlauch an und lassen einfach ein bisschen Wasser in den Schlauch. Das reicht schon. Wichtig jetzt, das Wasser im Schlauch muss auch wieder raus. Sonst könnte sich das Material, das jetzt durch den Schlauch gepumpt wird, entmischen durch das Wasser und wir hätten blankes Korn, was wahrscheinlich an der nächsten Kupplung einen Stopfer verursachen könnte. So, wir haben das Wasser nun aus unserem Schlauch heraus und können diesen an die Maschine anschließen.
Wichtig, wenn wir die Maschine jetzt anschalten, denkt dran, auch unser kleiner B42, die kleine Pumpe, schafft einen Druck von locker 30 Bar. Deswegen, wenn wir die Maschine anschalten, habt immer ein Auge hier drauf. An dieser Stelle vergesst bitte eure Schutzbrille nicht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir unsere Maschine anschalten, unseren Druck zu beobachten. Und wenn er in den roten Bereich steigen sollte, die Maschine sofort zu stoppen. Wir fahren die Maschine jetzt an, bis aus unserem Schlauch Material rauskommt. Wir haben etwa einen Druck von 10 Bar. Als nächstes schließen wir unser Feinbuttspritzgerät an. Achtet darauf, dass eure Gummidichtungen immer sauber sind. So könnt ihr auch ohne Hammer die Kupplung schließen. Als nächstes kommt unser Luftschlauch an die Reihe. Wir verbinden den Luftschlauch mit unserem Feinbuttspritzgerät, schließen den Hahn und mit unserer Maschine. Als nächstes stecken wir den Stecker für den Kompressor ein. Jetzt kann ich meine Maschine anschalten und nichts passiert, denn ab jetzt steuern wir unsere Maschine über die Luft am Feinbuttspritzgerät. Den Lufthahn immer ganz öffnen. Wenn euch das Spritzbild nicht gefällt, könnt ihr dies durch Verschieben der Luftdüse verändern. Wenn ihr hoffentlich erfolgreich eure Wand verputzt habt und es ist Feierabend, lasst eure Maschine leer laufen, bis aus dem Feinbuttspritzgerät Wasser kommt. Danach schaltet ihr die Maschine ab, zieht den Stecker vom Kompressor aus der Steckdose und baut die Luft zurück, da wir diese zum Reinigen der Maschine nicht mehr benötigen. Als letztes machen wir noch unseren Materialschlauch sauber. Dazu nehmen wir ihn von der Maschine, tun die Schwammkugel in das Reinigungsstück und drücken die Schwammkugel mit unserem Wasserdruck durch den Schlauch. Je nach eingesetztem Material müsst ihr diesen Vorgang 1- bis 2-mal wiederholen. Wenn ihr euren Schlauch sauber gemacht habt, vergesst am Schluss bitte nicht, auch euren Druckflansch zu kontrollieren, da dieser auch verschmutzen kann.